Der Weg der Harmonie mit geistiger Kraft. Das ist die Übersetzung für eine Kampfkunstsportart. Im Original Japanisch heißt das dann Aikido. Und in Rostock ist eine traditionelle Kampfkunstschule zu finden. Das mit dem Finden ist fast wörtlich zu nehmen, denn das Dojo, so der Name einer typischen Aikido-Schule, liegt im Rostocker Fischereihafen. Gegenüber vom Aus- und Fortbildungszentrum hat der Verein seine Räumlichkeiten errichtet. Ja, unser Verein ist aus dem Hochschulsport hervorgegangen. Also ursprünglich in der Ulmstraße haben wir trainiert, dort wo die Uni hauptsächlich ihre Sportangebote macht. Und das Dojo wurde von Jan Portun gegründet, der dort halt den Kurs geleitet hat und sich irgendwann gedacht hat, er möchte was Eigenes, was Traditionelles, wo man die Kampfkunst richtig schön lehren kann, wie sich das der Erfinder sozusagen auch gedacht hat. Und so wurde 2003 ein Dojo, dieses hier, liebevoll mit eigenen Händen errichtet. Ich bin dann erst später dazu gekommen, ein halbes Jahr, aber Bilder gesehen, es war viel Arbeit. Und wir kämpfen jedes Jahr darum, dass das auch so schön bleibt, wie er uns das hinterlassen hat. Aikido lehrt aggressive Kräfte zu kontrollieren und umzulenken. Durch das geschickte Ausweichen in sogenannten Kreis- und Spiralbewegungen passt man sich dem Angreifer an und lässt seine Reaktion ins Leere laufen. Dessen Gleichgewicht wird nun kontrolliert. Stabilität sowie die richtige geistige Haltung und das Vermögen, sich auf seinen Gegner einzulassen, sind dabei immens wichtig. Auch Timing und die Fähigkeit, sich richtig zu positionieren, spielen, wie auch in anderen Kampfkünsten, eine entscheidende Rolle. Im Aikido ist so dieses Prinzip, Kräfte des Gegenübers aufzunehmen, umzulenken, der Kern. Wir arbeiten so gut wie nie mit Blocks. Es wird immer abgeholt, was man bekommt, sprich man akzeptiert die Aggression, in Anführungsstrichen sozusagen, leitet sie um und kann dann die Kontrolle übernehmen und hat so die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, ob ich denjenigen jetzt verletzen muss oder nicht. Vorzugsweise natürlich nicht. Das ist das Ziel des Aikido und deswegen trainieren wir auch sehr lange und intensiv dafür, dass man das lernt. Verletzen geht immer deutlich schneller als Schützen. Es trainiert Stabilität, Haltung, innere Haltung, Beweglichkeit. Das ist alles, was man so fürs Leben braucht. Ich sage immer, Aikido bringt einem auch den Boden wieder näher, wenn man schon länger nichts gemacht hat. Man fällt viel, das macht die Fallschule. Wenn man noch Kind ist, dann verliert man den Kontakt, den Draht zur Erde gar nicht erst. Diese ganzen natürlichen Bewegungen, die man sich abgewöhnt hat über die Zeit, durch Sitzen und Liegen und immer bequem, alles das kommt zurück, Fallen, Aufstehen, die Muskulatur dazu, die Bewegung wird wieder sicherer, man wird stabiler. Es gibt da sehr viele positive Beispiele, auch aus dem Behindertenbereich, wo das wirklich richtig vorteilhaft ist. Ne? Gerade auch diese Spiralbewegungen, die halt rotierende Bewegungen, schnelle Richtungswechsel erfordern und machen natürlich mit dem Körper auch was und mit dem Kopf, diese Stabilität. All das kann man natürlich draußen im Alltag hervorragend gebrauchen. Kämpfen tut man nicht mehr so viel, Gott sei Dank. Wir haben auch nicht immer unser Schwert dabei, aber die Prinzipien, die Bewegungsschule ist sehr hochwertig. Im Verein trainieren ca. 60 Mitglieder. Davon sind etwa die Hälfte Kinder. Wie in anderen Sportarten auch, beginnen die Anfänger mit einem weißen Gürtel, gefolgt von einem gelben, dann orange, grün, blau, braun und schließlich schwarz. Dieser wird dann noch in sogenannten Dans vergeben. 5 Dans können vergeben und erreicht werden. Anders als in anderen Kampfkunstsportarten ist die Etikette wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Es ist uns sehr wichtig. Wir sagen, wir trainieren eine Kampfkunst. So ein kleiner Unterschied zum Kampfsport, dass wir uns den Luxus erlauben, sage ich mal, die traditionellen Elemente mit zu pflegen. Etikette vor allem auch und auch das Drumherum, wie dieses Dojo eingerichtet ist. Es ist einfach ein großer Bestandteil des Trainings, es bringt Ruhe rein, es macht mehr daraus als Sport. Wenn Sie nun Interesse am Erlernen der Kampfkunst Aikido haben, können Sie sich bei einem Probetraining versuchen. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Teilnahmen an Wettkämpfe bietet der Verein nicht an und widerspricht auch den Regeln des Aikido.